Hallo, heute zeige ich dir, wie man diesen einfachen Schuh häkelt. Der ist ganz schnell gemacht. Das entspricht jetzt Größe 39 bis 41 etwa. Es dehnt sich sehr, das Muster. Der Deko-Schuh ist ein bisschen klein dafür. Und ist auch in der Größe anpassbar, kein Problem. Dann machst du hier einfach ein paar Reihen weniger und schlägst ein paar Maschen weniger an. Ich habe hier etwa 6-fädige Wolle verwendet. Du kannst natürlich Wolle deiner Wahl nehmen. Das ist auch kein Problem. Ich zeige dir später dann noch die genauen Maße, die mein Schuh hier hat. Und wenn du etwas kleinere Schuhe haben möchtest, dann machst du, wie gesagt, hier einfach einen Zentimeter weniger in der Länge. Und hier im Maschenanschlag musst du es auch nicht ganz so hoch machen. Da kannst du dann auch variieren und einfach ein paar Zentimeter weniger anschlagen. Ich verwende in meinem Fall jetzt weißes Garn, schwarzes Garn. Dann brauche ich später eine Nadel zum Vernähen, eine Häkelnadel Stärke 3,0, eine Schere und meine Nadeln sind etwa Stärke 4,0. Ich schlage jetzt in meinem Fall 54 Maschen an. Das entspricht etwa einer Breite von 22 cm später. Bei einer Größe von 39 bis 41. Wenn du kleinere Schuhe machen möchtest, dann reichen die hier auch im Anschlag 19 bis 20 cm für Größe 36 bis 38. Du musst selber schauen, wie viele Maschen du dafür anschlagen musst. Du kannst natürlich auch dickere Wolle verwenden. Einfach dann nachmessen. Also je nachdem auch, wie hoch du diesen Schaft hier haben möchtest. Du kannst jetzt natürlich auch bei Größe 39 bis 41 hier auch etwas weniger machen, wenn dir das hier zu hoch ist. Das ist kein Problem. Ich mache jetzt, wie gesagt, insgesamt 54 Maschen. Die Maschen sind angeschlagen. Ich stricke die erste Masche grundsätzlich rechts. Und stricke jetzt auch alle weiteren Maschen rechts ab. Das heißt, ich habe den Faden hinten, steche von vorne in die Masche ein und hole mir den Faden durch. Der ganze Schuh ist mit rechten Maschen gestrickt. Später machen wir nur noch ein paar Abnahmen. Es ist also ein sehr einfaches Muster. Und auch für Anfänger perfekt geeignet. Ich zeige dir jetzt noch kurz, ich mache diese Reihe zu Ende, zeige dir, wie ich dann abschließe. Und zwar mache ich für einen schönen glatten Rand das immer so, dass ich die letzte Masche nur abhebe. Also ich nehme den Faden vor die Nadel und hebe die letzte Masche einfach nur rüber. Ich wende dann
Und die erste Masche, wie gesagt, immer rechts abstricken. Das mache ich auch, wenn ich mit linken Maschen weiter stricke. Die erste Masche hebe ich immer rechts ab. Du kannst es natürlich auch umgekehrt machen, dass du die erste Masche abhebst und dafür dann die letzte rechts strickst. Und ich mache jetzt einfach weiter mit rechten Maschen. Und ich wollte dir nur noch kurz zeigen. Jeweils eine Hin- und eine Rückreihe ergeben hier so eine Knötchenreihe. Und davon mache ich insgesamt 4 Stück, bevor ich meinen Farbwechsel mache. Also ich stricke jetzt 8 Reihen insgesamt mit rechten Maschen und mache dann meinen Farbwechsel. Nach 8 Reihen mache ich, wie gesagt, einen Farbwechsel. Und du kannst es hier auch verknoten. Ich knote nicht gerne in Stricksachen. Und stricke jetzt weitere 8 Reihen in Schwarz. Das mache ich immer abwechselnd. Die 4 Reihen in Weiß habe ich jetzt. Dann Schwarz, Weiß, Schwarz, Weiß, Schwarz, Weiß. Ich beende mit 4 oder mit 8 Reihen, also 4 Balken und den letzten 8 Reihen in Schwarz. Also immer abwechselnd jetzt 8 Reihen, Weiß, Schwarz, Weiß, Schwarz. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wenn dir mein Kanal gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest und mir vielleicht ein Like für das Video dalässt und natürlich die Glocke aktivierst, um nichts mehr zu verpassen. Ich habe hier noch zusätzliche 4 Reihen extra gemacht. Wenn du eine kleinere Größe machen möchtest, brauchst du diese 4 Reihen hier nicht. Das ist jetzt extra für Größe 39 bis 41. Und jetzt beginne ich hier mit den Abnahmen für die Spitze, also für den vorderen Teil. Und dafür nehme ich immer in den Hinreihen ab. Einmal am Anfang der Nadel und am Ende der Nadel. Und in den Rückreihen gibt es keine Abnahmen. Also ich stricke eine Masche und dann 2 Maschen zusammen. Also du kannst es jetzt so rum oder ich mache es gerne von der Seite. 2 Maschen rechts zusammen. Dann stricke ich alle weiteren Maschen ganz normal rechts ab. Und dann, wie gesagt, bei den letzten 3 Maschen auch wieder 2 Maschen zusammenstricken. Und die letzte hebe ich einfach wieder ab. Ich wende und die komplette Rückreihe stricke ich jetzt ohne weitere Abnahmen.
Ich bin wieder in der Hinreihe, stricke die erste Masche und die nächsten beiden wieder zusammen. Und die nächsten weiteren dann wieder rechts. Hier am Ende nehme ich dann auch wieder vor der Randmasche die letzten beiden Maschen zusammen ab. Das mache ich jetzt so lange, bis ich in meinem Fall noch 24 Maschen übrig habe. Ich habe 54 Maschen angeschlagen, arbeite runter auf 24 Maschen. Wenn du 52 Maschen angeschlagen hast, gehst du runter auf 22 Maschen, bei 50 Maschen runter auf 20 Maschen, also immer so weiter. Wenn du natürlich mehr Maschen angeschlagen hattest am Anfang, dann entsprechend mehr. So, und jetzt immer nur in der Hinreihe, also auf dieser glatten Seite, am Anfang der Reihe die Masche abnehmen und am Ende der Reihe. Immer hier nach der Randmasche und hier vor der Randmasche. Die Rückreihen werden ohne Abnahmen gestrickt. Das ist meine letzte Abnahme. Und ich habe jetzt hier noch 24 Maschen. Ich wende und jetzt beginne ich mit den Abnahmen. Ich stricke wieder 2 Maschen zusammen. Und setze die Masche zurück auf die erste Nadel. Jetzt stricke ich die nächsten beiden zusammen und setze auch diese Masche wieder zurück. Zwei Maschen zusammen, zurück, 2 zusammen, zurück. So kette ich jetzt alle Maschen ab. Und dann kann ich den Faden abschneiden. Den schneide ich jetzt etwas länger ab, denn damit vernähe ich dann die Spitze. Und ziehe den Faden jetzt durch die letzte Schlaufe. Das Ganze sieht nach dem Abketten jetzt so aus. Und ich habe hier eine Länge von etwa 21 cm und eine Breite von etwa 22 cm. Und dann kann ich auch schon mit dem Vernähen beginnen. Und zwar nähe ich hier die Spitzen zusammen, dann den die Fußoberseite bis etwa nach dem ersten schwarzen Balken. Und zwar habe ich jetzt hier gerade den Faden liegen, dann muss ich mir keinen neuen anfädeln. Ich mache erst, wie gesagt, die Spitze. Steche immer von unten ein, nach oben.
Und hier unten gut vernähen, damit kein Loch entsteht. Ich gehe noch mal durch. So. Jetzt gehe ich mit meinem Faden einfach hier durch. Wieder nach oben. Bis ich hier oben ankomme. So, und jetzt nähe ich immer nur ins innere Maschenglied. Also die inneren Maschenglieder nähe ich jetzt zusammen. Also nicht durch die komplette Masche durch. Ich habe das Ganze übrigens auf links hier gedreht. Schöne Seite ist innen. Und hier die Streifen sind dann außen. Das wird nachher gewendet. Und ich nähe jetzt, wie gesagt, immer nur ins innere Maschenglied. Das mache ich jetzt, wie gesagt, bis etwa hier nach dem, also das kannst du frei entscheiden, ob du jetzt einen größeren Fußausschnitt haben möchtest oder einen kleineren. Ich werde jetzt hier bis zu dem Weiß erstmal, also nach dem ersten Balken, den weißen Balken noch zusammennähen und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, und auch hier gehe ich noch ein paar Mal in der letzten Masche hin und her, damit dann hier oben das gut abgeschlossen ist. Den Faden kann ich jetzt vernähen. Gehe dafür ein paar Mal in den Maschen rein und raus. So, der erste Faden ist vernäht. Jetzt mache ich noch die Rückseite des Schuhs. Der Faden reicht wahrscheinlich nicht ganz, deswegen setze ich hier neu an. Und ganz oben die erste Masche. So. Und auch hier wieder ins innere Maschenglied einstechen. Das mache ich jetzt, bis ich etwa so ein Stück, so einen halben Daumen breit unten angekommen bin. Das zeige ich dir dann noch, wie ich die Ferse mache. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier noch ein kleines Stückchen offen. Und da gehe ich jetzt einfach auf der einen Seite mit der Nadel durch die Maschen durch.
und ziehe das Ganze fest an. So entsteht hier eine kleine Rundung und jetzt kann ich hier das kleine entstandene Loch einfach zunähen. Dafür gehe ich einfach ein paar Mal hin und her. Und dann ist der Schuh auch soweit eigentlich schon fast fertig. Ich drehe das Ganze mal auf rechts, damit du das siehst. So sieht das Ganze jetzt aus. So sieht das Ganze an einem Dekofuß aus. Das ist jetzt Größe 39, 40, 41. Deshalb sitzt es hier nicht so gut. Der Fuß hat etwa Größe 37. Aber man sieht hier eine schöne Spitze, schön gerundet. Und auch hier hinten einen schönen Abschluss. Keine Naht an der Fußsohle, das stört ja viele. Ja, an und für sich wäre das jetzt fertig. Du könntest jetzt hier auch ein Pompon drauf machen oder eine Schleife oder irgendwas. Irgendein kleines dekoratives Element. Und mir gefällt jetzt aber dieser Übergang, dieser Farbübergang nicht. Hier. Deshalb werde ich jetzt nochmal außenrum häkeln. Ich habe wieder mein schwarzes Garn und eine Häkelnadel mit 3,0 und beginne von hinten einzustechen und häkel jetzt einfach mit festen Maschen komplett einmal rum. Die Fäden kann ich hier gleich mitnehmen, dann muss ich die später nicht vernähen. Und das mache ich jetzt komplett einmal bzw. zweimal, je nachdem wie du möchtest, außenrum. Und das ist dann der fertige Schuh. Also ich habe 2 Reihen hier noch umhäkelt. Hier ist nochmal die Rückseite und die schöne Spitze. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.